Hola a todos und herzlich willkommen bei Mattes Mate Mission Uruguay in Welt. Heute haben wir ein Thema, das viele verdrängen, aber für jeden, der wie wir plant, seinen Lebensabend im Ausland zu verbringen, ja, da ist die Auseinandersetzung damit einfach unumgänglich. Was meine ich? Ich meine den Tod. Der plötzliche Tod unseres Freundes hat uns schmerzlich daran erinnert, dass das Leben endlich ist. Und wenn wir nach Uruguay auswandern, um dort den Rest unseres Lebens zu verbringen, dann gehört die Planung für das Ende unweigerlich dazu. Das ist nicht makaber, das ist verantwortungsvoll. Und da gibt es viele Optionen, die es zu bedenken gibt. So begraben, verbrannt, verstreut, zum Diamanten gepresst, Grab, Gruft, Friedwald, anonym oder mit Stein, Trauerfeier oder Lebensfest etc. Wir haben also erstmal sehr ausgiebig besprochen, was wir denn selbst eigentlich wollen und dann recherchiert, was möglich ist in Uruguay. Wir haben die Fragen, die sich daraus ergeben, also wirklich systematisch auch recherchiert und zwar ausschließlich auf Basis offizieller Quellen. Und tatsächlich steht unseren jeweiligen individuellen Bestattungsvorstellungen auch rechtlich nichts im Wege. Eine der ersten Fragen, die so aufkommt, ist natürlich, was passiert denn mit dem, was wir uns so aufgebaut haben? Naja, wir haben ja in Folge 21 schon erzählt, dass unsere Kinder in Deutschland bleiben und wir sie nicht mit einer komplizierten Erbauseinandersetzung in Uruguay belasten wollen. Kommen wir aber erstmal zu den Fakten, zur Steuer. Es gibt in Uruguay eine Erbschaftssteuer oder auch Vermögenstransfersteuer. Die offizielle Steuerbehörde des Landes, die Dirección General Impositiva, weist auf ihrer Webseite aus, bei einer Erbschaft an direkte Verwandte, also Kinder und Eltern, fallen 3% Steuern an. Für alle anderen Erben sind es 4%. Viel wichtiger für unsere persönliche Planung ist aber das uruguayische Erbrecht selbst. Das uruguayische Zivilgesetzbuch regelt das ganz klar und unterscheidet sich fundamental von dem deutschen Recht. Der überlebende Ehepartner ist in Uruguay nicht automatisch der Haupterbe, wie man es aus Deutschland kennt. Das uruguayische Zivilgesetzbuch räumt den Kindern und den Eltern als sogenannte Zwangserben einen sehr starken, gesetzlich verankerten Pflichtteil ein. Für den Ehepartner gibt es zwar unter bestimmten Umständen einen Versorgungsanspruch, der sogenannte Ehegattenanteil, dieser steht aber hinter den weitreichenden Ansprüchen der Kinder. Ja, und dann die nächste Frage ist eigentlich ganz praktischer Natur. Was passiert denn mit uns so rein körperlich? Also in Uruguay hat man da mehr Freiheiten als in Deutschland. Ein bekanntes Beispiel, das zeigt, wie diese Freiheit gelebt wird, ist der ehemalige Fußballnationalspieler Fabian O'Neill. Es war sein letzter Wunsch, dass seine Asche auf dem Fußballplatz seines Heimatvereins in Paso de los Toros verstreut wird. Und diesem Wunsch wurde entsprochen. Das zeigt eindrücklich, wie persönlich und individuell die letzte Reise in Uruguay gestaltet werden kann, dass es zum Beispiel auch keinen Friedhofszwang gibt. Ja, und dann ist da noch der Papierkram. Egal welche Entscheidung man trifft, ohne die richtigen Dokumente geht da gar nichts. Das wichtigste Dokument ist diese uruguayische Sterbeurkunde. Diese wird ausgestellt vom Standesamt, dem Registro Civil. Wenn diese Urkunde im Ausland, zum Beispiel in Deutschland, für die Nachlassregelung verwendet werden soll, benötigt man eine internationale Version davon. Diese muss apostilliert sein. Da Uruguay dem Haager Übereinkommen beigetreten ist, ist das Verfahren standardisiert und wird in Deutschland problemlos anerkannt. Das ist ein wichtiger Punkt, den man für alle offiziellen Vorgänge im Hinterkopf behalten muss. Ja, was bedeuten jetzt nun all diese Fakten für uns und unsere Planung? Diese offiziellen Informationen bestärken uns massiv in unserer Überlegung, in Uruguay kein Eigentum zu kaufen, sondern langfristig zu pachten. Diese Idee hatten wir schon in Folge 21. Durch die Erbrechtslage, bei der der Ehepartner nicht automatisch erbt und die anfallenden Steuern, würde ein Kauf die Abwicklung für unsere Kinder nur unnötig kompliziert machen.
Eine Pachtlösung, bei der wir das gebaute Haus nach unserem Tod an den Pächter zurückfällt, ist da wirklich sauberer und fairer für alle. Es nimmt uns zumindest eine riesige Last von den Schultern, weil wir wissen, dass wir unseren Kindern keinen bürokratischen Albtraum hinterlassen. Ja, all diese Überlegungen führen uns zu einem letzten, aber extrem wichtigen Punkt. Dem Testament. Sich allein auf die gesetzliche Erbfolge in Uruguay zu verlassen, wäre für uns als deutsches Ehepaar fahrlässig. Ein sauber aufgesetztes, vorzugsweise notarielles Testament ist das einzige Instrument, um die gesetzlichen Regelungen anzupassen und sicherzustellen, dass unsere Wünsche auch wirklich umgesetzt werden. Insbesondere was die gegenseitige Absicherung von uns Ehepartnern angeht. Das ist ein Punkt, den wir definitiv mit einem Notar in Uruguay besprechen werden, um da absolute Klarheit zu schaffen. Wobei, eine Sache kann selbst der beste Notar nicht regeln. Frau Mattes hat nämlich eine ganz klare Bedingung gestellt, dass sie auf keinen Fall als Letzte übrig bleiben möchte. Der Gedanke ist für sie der reinste Horror, dass ich vor ihr sterbe. Tja, das ist nun ein Versprechen, das ich beim besten Willen nicht geben kann. Das liegt außerhalb meiner und übrigens auch der uruguayischen Gesetzgebung. Ich konnte ihr nur hoch und heilig versprechen, mein Bestes zu geben und gesund zu leben. Ich glaube, dieses Versprechen müssen Ehemänner auf der ganzen Welt in solchen Momenten abgeben. Ihr seht, das Thema Sterben in Uruguay ist durchaus komplex, aber absolut planbar. Es ist ein fester Bestandteil unserer Mate-Mission, weil es unserer Meinung nach zur Auswanderung im Alter einfach dazugehört, wie die Suche nach dem richtigen Wohnort. Sich frühzeitig und auf Basis von Fakten damit auseinandersetzen, gibt uns jedenfalls das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Ja, jetzt seid ihr dran. Habt ihr euch mit diesem Thema schon beschäftigt oder auch verdrängt, wie wir lange Zeit? Habt ihr vielleicht schon ein Testament in Uruguay aufgesetzt oder euch über Bestattungsvorsorge informiert? Teilt eure Gedanken und Erfahrungen gerne unten in den Kommentaren. Eure Einblicke sind für uns und die gesamte Community eine gute Unterstützung. Ja, wenn für euch diese Folge hilfreich war, dann lasst gerne einen Like da und vergesst nicht, die Glocke einzuschalten, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Das war's für heute. Der Mate ist auch leer. Bleibt gesund, plant weise und vergesst nicht, das Leben zu genießen. Hasta la próxima bei Mates Mate Mission, que les vaya bien und auf Wiedersehen.